Ja, moin zusammen und willkommen zum zweiten Barbaren Teil. Wie gesagt, wir haben mit Speedpaints alles soweit fertig gemacht und jetzt kommen die Feinheiten. Wir fangen wieder an mit Barbarian Flash. Diesmal Acrylfarbe von Army Painter. Ihr wisst, ich mag die Army Painter Farben. Ich werde in diesem Video was Neues ausprobieren. Sagt mir bitte in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich werde die Kamera jetzt ein bisschen zoomen. Das werden wir jetzt gleich nach dem Intro machen. So, da sind wir. Sagt mir bitte, wie ihr die Qualität etc. findet. Meine Kamera ist halt eine normale Computerkamera. Ich habe jetzt hier keine fette Spiegelreflexkamera angeschlossen. Ich habe zwar eine, aber die kann keine Videos aufnehmen. Die von meiner Frau, die kann Videos aufnehmen, aber die kriege ich nicht in die Finger. Da ist sie eigen. Ist ja auch okay, meine Güte. Ja, womit fangen wir an? Ganz einfach eigentlich. Die hohen Stellen werden wir jetzt einfach bemalen. Und zwar vorsichtig, dass das die höchste Stelle, böse gesagt, am hellsten ist und die tiefste Stelle halt am dunkelsten. Also eigentlich quasi mache ich jetzt ein bisschen Layering, glaube ich. No? Ich kenne mich mit den Fachbegriffen halt nicht so wirklich aus. Und ja, wen das nicht interessiert, der kann auch ganz ans Ende springen. Da sind die Fotos wieder. Ich möchte mich auch wie immer bei allen bedanken, die meinen Kanal abonniert haben. Und wäre schön, wenn ihr demnächst auch dazu gehört. Ich habe festgestellt, dass eine große Prozentzahl meine Videos gucken, aber nicht abonnieren. Wäre nett, wenn ihr einfach mal auf den Abo-Button ballert. Würde mir sehr viel Freude machen und dann kann man sich auch ein bisschen mehr austauschen in der Community und so. Fände ich ganz cool. Genauso, wenn ihr möchtet, können wir auch gerne noch ein paar andere Sachen machen. Wie gesagt, das ist jetzt hier mein HeroQuest-Projekt. Das wird ja auch erstmal eine Weile wieder gehen. Ich habe vor, tatsächlich mit Hilfe des 3D-Druckers und vielleicht auch ein bisschen Pappe etc. Und Papier HeroQuest ein bisschen aufzupimpen. Genauso wird es noch ein paar Helden mehr geben, sag ich mal so. Die Monster werden auch ein bisschen angepasst, weil, wie gesagt, ich habe das alte HeroQuest, also das aus den 80ern. Da hat jedes Monster, auch Bossmonster etc., die haben alle nur einen Lebenspunkt. Finde ich ein bisschen lame und das kann man ja anpassen, ne? Aber das war der Vorteil von früher, von den Spielen. Man konnte sich selber was ausdenken. Und gerade HeroQuest ist da ja richtig prädestiniert. Und ich habe tatsächlich das Glück, ich habe das Spielbrett 3-mal und das Spiel 2-mal. Ich habe einmal die Master Edition mit allen Zusätzen und einmal das Standardspiel aus den 80ern. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Möglichkeit, einen riesigen Dungeon zu bauen, wenn ich Bock dazu habe. Und einen Tisch, der groß genug ist. Ja. Ja, wie ihr seht, ich mache hier wirklich nur die oberen Stellen ein bisschen mit den Barbarian Flash. Nachher natürlich noch die Ledersachen und unten die Beinwickel. Heißen die Beinwickel? Wadenwickel? Wadenschutz? Ja, ihr wisst schon, was er da unten hat halt. Jo, genau, soll ich mal ein Video darüber machen, wie ich mir das quasi vorgestellt habe, wie ich das HeroQuest ein bisschen aufpimpe. Also sprich euch die Klassen, die ich mir rausgesucht habe, bei zum Beispiel HeroQuest The World jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, die ich mir rausgesucht habe bei HeroQuest World. Soll ich euch die mal zeigen und erklären, warum ich die genommen habe zum Beispiel und warum ich manche nicht genommen habe. Oder interessiert euch das gar nicht? Kann ja auch sein, ne? Dass ihr sagt, was du da mit deinem HeroQuest bastelst, das ist mir ja wurscht. Ich habe meine eigenen Hausregeln. Das wäre aber auch ganz cool, wenn ihr da irgendwelche Tipps oder Ideen habt, das einfach mal auch in die Kommentare zu schreiben. Und jetzt muss ich kurz an die Tür. Ich glaube, da kommt gerade meine neue Farbe. So, da sind wir wieder. Ja, es war tatsächlich meine Farbe, also meine Sprühfarbe. Um genau zu sein, war es das Vanish. Also die Sprühdose, die halt nach dem Bemalen draufkommt, um die Figur ein bisschen zu schützen. Ich warte aber eigentlich auf meine Grundierung. Ich habe zwar Airbrush und grundiere damit auch grundsätzlich, aber die Sprühdose finde ich zeitweise echt noch praktischer. Gerade bei großen Mengen. Aber gut. Genau, wo waren wir? Genau, schreibt gerne mal Ideen für HeroQuest unten in die Kommentare oder welche Charaktere ihr euch vorstellen könntet, die in so einem HeroQuest auch noch gut passen.
Oder wie ihr das zum Beispiel zu Hause macht, ob ihr da wirklich nur die Standardhelden nehmt oder ob ihr auch einen Bogenschützen dabei habt oder ob ihr andere Rassen habt, weil ich habe mir überlegt, ich werde auch noch ein bisschen rassenmäßig was ändern. Also quasi werde ich Hero Quest, so das Grundprinzip von Hero Quest nehmen, aber dann quasi eine eigene Welt drumherum bauen. Das ist so gerade meine Idee. Ich habe nämlich endlich auch mal Leute, mit denen man spielen kann. Apropos Spielen, hättet ihr auch Bock dazu, mal in einem Livestream irgendwie quasi zu sehen, wie wir das zocken dann? Also das würde mich auch mal interessieren, schreibt es gerne in die Kommentare. Und Livestream ist ja auch immer auf Twitch und auf YouTube. Montags zocken wir mit dem Kroschner. Da spielen wir aber Computerspiele. Und demnächst, wenn ich mal endlich hier mein Privatkrams mal so hinkriege, dass das auch funktioniert, werde ich auch mittwochs dann einen Malstream wieder machen. Ich wurde ja in den Kommentaren höflichst gefragt, ob ich das nicht wieder machen möchte. So ein Live-Malstream, wo man dann chatten, quatschen kann. Da könnt ihr dann auch gerne in den Discord kommen. Ihr könnt auch so gerne auf den Discord kommen, wie ihr möchtet. Da können wir dann auch schreiben, reden, quatschen, diskutieren, etc. pp. Und ja. Würde mich auf jeden Fall freuen. Was ich halt auch noch vorhab bei Hero Quest, ich habe von Krakenstudio, war das Krakenstudio? Ja, von Krakenstudio habe ich tatsächlich so ein Dungeon-Set habe ich davon und wusste die ganze Zeit nicht, was ich damit anfangen soll eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das bestellt hatte. Also mit STLs. Und daraus werde ich dann den Hero Quest Dungeon basteln. Möchtet ihr davon auch Videos sehen? Würde euch das interessieren? Ne? Von wegen Mauern und Ecken, Kanten etc., Truhen, solche Sachen. Oder sagt ihr, nee, das interessiert nicht, zeigt das fertige Spielbrett, dann ist alles gut. Ja, tobt euch in den Kommentaren aus, Freunde. Und jetzt wird mal ein bisschen gemalt hier. Ich halte jetzt mal ein bisschen die Klappe. Ja, da sind wir wieder in der normalen Aufnahme meiner KM. Der Baba ist jetzt fertig. Ich hoffe, also mal abgesehen vom Base, aber ansonsten ist er fertig. Ah, jetzt stellt sie auch scharf, sehr schön. Ja, das ist halt der Nachteil, wenn man nur so eine Webcam hat. Schade, jetzt wird es gerade wieder ein bisschen unscharf. Jo, schreibt auch gerne in die Kommentare, wie ihr den findet. Wie gesagt, jetzt kommen gleich noch ein paar Fotos. Und ich freue mich auf eure Antworten in den Kommentaren und wünsche euch einen schönen Tag. Bye, bye.